Okay, wenn wir müde aussehen, dann ist es, weil wir müde sind. Wir fangen das neue Video leider so ein bisschen kaputt an. Was halt absolut nicht der Plan war, weil es ist jetzt 6 Uhr und unser Ziel war es, früh loszufahren, damit noch nicht so viel Verkehr ist und so weiter. Leider haben wir dabei nicht so schönen Schlafplatz erwischt, der irgendwie so der Treff über der Stadt von den Leuten in Lee war. Das weiß man halt vorher immer nicht. Dementsprechend kamen halt aber immer Autos, sind gefahren, Leute standen draußen, haben gesprochen und so weiter. Und dann haben wir mitten in der Nacht noch schnell umgepackt in diese Wüstenlandschaft Müllkippe. Neben der Straße. Also wir waren in Lee ganz oben, da ist so ein Kloster und da waren wir schon tagsüber und da war echt nicht viel los, aber es ist nur so ein recht kleiner Parkplatz. Und dann sind wir halt vom Kloster aus dem letzten Video, wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut euch das auf jeden Fall an, das war richtig geil dort. Von dort sind wir halt schon mal nach Lee gefahren, um dann von da direkt hier, fängt nämlich der Pass an, um dann jetzt über den Pass ins Nubertal zu fahren. Aber am Abend, ne, das ist ja immer so, dann hat man da eine tolle Aussicht, war auch richtig schön. Aber dann kommt natürlich auch, abends wurde es immer voller und voller und voller und das bis um 12. Ich habe dann schon geschlafen und dann du. Ja, und ich kann bei sowas da nicht schlafen. Wenn ich dann so Stimmen höre und so, denke ich immer so, klopft jetzt wieder jemand am Van, dann hat auch jemand versucht, hinten die Tür aufzumachen und dann bin ich halt schon wieder total auf Alarm. So, da kommt dann mein Beschützerinstinkt und so kommt dann irgendwie voll durch und dann komme ich auch nicht mehr runter und kann nicht mehr schlafen. Und dann, ja, wie gesagt, das weiß man halt vorher nicht, weil der Shanti-Parkplatz, wo wir auch schon standen in Lee, da war halt überhaupt nichts los. Es ist immer so eine 50-50 Chance. Jetzt wissen wir es, jetzt parken wir da nachts nicht nochmal. Ja, und Ladakh ist ja eigentlich voll entspannt, die Menschen sind entspannt, die tibetischen Menschen sind entspannt. Aber hier sind halt so viele Touris aus dem Rest von Indien, dass es dann zum Teil an solchen Parkplätzen wieder so ist, wie als wären wir in Indien, weil halt nur so indische Menschen rumlaufen, die rennen um einen Van, alle sind um unseren Van rumgelaufen, haben überall reingeguckt, davor Fotos gemacht. Wie gesagt, versucht die Türen aufzumachen. Ja, haben halt dann wieder nicht dieses Privatsphäre, ein bisschen Abstand. Gibt's da halt einfach nicht so. Was wir halt vorher bei diesem anderen Kloster hatten, das war richtig toll. Genau. Naja, jetzt haben wir hier übernachtet, ziemlich schlecht geschlafen und werden jetzt hier den Kardungla Pass fahren. Der geht auch weit über 5000 Meter Höhe, aber und hoffentlich schaffen wir das. Aber das wissen wir dann so in 50 Kilometern, da ist nämlich schon die Passhöhe. Es geht jetzt hier dann langsam immer hoch und die Leute haben ja gesagt, die Straße ist besser als der andere Pass zum Pangong Lake. Aber auch hier gilt wieder, wenn wir es nicht schaffen, dann ist es auch okay. Wir werden jetzt hier nicht wieder unserem Auto wehtun und so weiter. Mal sehen. Ne. Okay, dann starten wir mal hier. Los geht's. Toll. Noch geht er gut an. Kurzes Update, es läuft ganz gut, bis auf dass jetzt der LKW vor uns ist, der auch neben uns auf diesem komischen Parkplatz geschlafen hat und früher losgefahren ist. Und sonst die Straße ist halt voll schmal, also es ist eigentlich eher so eine einspurige Straße, vielleicht ein bisschen breiter, deswegen kann man halt überhaupt nicht überholen. Umso besser, dass wir so früh losgefahren sind, weil wenn jetzt hier mega viel Verkehr ist, wie wahrscheinlich in 1-2 Stunden, dann kommt man ja gar nicht aneinander vorbei und so. Und dann manchmal sind so Parkbuchten, wo man dran vorbei kann. Aber ja, die Leute halten ja oft nicht und dann steckt man da fest. Wieder hier indische Bürokratie. Er meinte, wir brauchen eine Kopie von, das ist unsere Permit. Und er meinte, wir brauchen eine Kopie, die wir anscheinend hier abgeben müssen oder da oben. Und er sagte, wir sollen zurück nach Lee fahren und eine Kopie machen. Ich so, nee, wir fahren nicht zurück nach Lee. Na, jetzt hat er noch 1000 Dinge eingetragen. Und jetzt hat er ein Foto gemacht und jetzt war es auch okay. Naja, jetzt können wir weiter. Leute, we made it. Auch wenn am Ende die Straße echt noch wieder ein bisschen tricky wurde, weil da halt so Eis war und so und dann dadurch auch irgendwie Löcher und so weiter. Aber die Steigung war nicht so krass. Hauptsächlich war die Straße gut.
das war schon jetzt echt, im Vergleich zum Weg zum Pangong Lake war es jetzt echt ganz gut. Und jetzt sind wir auf wie viel? 5000? 5480 Meter steht da. Ja, in das vor dem Feet. Frühstück. Ja. Ich habe auch Hunger langsam. Yeah! Wir haben den Kadungla Pass geschafft. 17.982 Feet. 5480 Meter. Das ist das vierte Mal, dass wir auf über 5000 Meter fahren. Und wie Laura gerade sagte, das jetzt schon vor dem Frühstück. Ist gerade noch nicht mal 8 Uhr. Mensch, was ein Tag. Aber es war echt gut. Die Straße war sehr viel besser. Und vor allem, dass da kein Verkehr war. Das war ja bei Richtung Pangong Lake, das war ja der Horror. Und das ist übrigens die höchste oder wahrscheinlich eher eine der höchsten Passstraßen der Welt. Wie das so in Indien ist, wissen die Leute es selber nicht genau. Und die Höhenangaben sind auch nicht so ganz richtig, weil daneben ist noch ein Schild mit einer anderen Höhenangabe. Und im Internet liest man auch darüber, dass die sagen, es ist so und so hoch, aber eigentlich ist es so und so hoch. Also niemand weiß es. Das ist halt so typisch Indien, aber angeblich, habe ich gerade nochmal nachgelesen, oder eine Frau hat mir das auch eben erzählt, die hier auch Urlaub macht, dass Richtung Tibet, da gibt es nochmal eine höhere Passstraße, also so eine Militärstraße. Aber gut, ist ja alles hier so Militär. Aber ja, wir sind schon echt auf einer der höchsten Straßen der Welt jetzt. Richtig krass, wie hoch wir hier wieder unterwegs sind. Ja, und jetzt ging es ja auch echt relativ easy zum Ja, Glück. Gott ey, im Vergleich zum anderen ey. Ja, voll. Hammer. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Weg hier runter gut ist, weil den müssen wir auch wieder dann zurückfahren. Ja, genau, weil hier ist quasi dann Einbahnstraße. Also wir müssen wieder zurück nach Leh. Aber das, ja, gucken wir jetzt mal und schauen wir schon. Ja, jetzt fahren wir glaube ich erstmal noch ein kleines Stück weiter für ein Frühstück, weil hier ist immer so viel los und alle rennen hier rum und gucken immer hier rein und Machen Fotos und Ja. sind laut. Okay. Tschi. Also der Anfang dieser Straße ist halt so wie da hinten auch. Oh, hier unser Motor kriegt auch wieder zu wenig Luft hier. Der Anfang der Straße ist hier wieder richtig schlecht mit Schlaglöchern und alles. Das ist halt überall, wo Schnee immer ist. Dann wird die Straße halt völlig überspült und ne, das friert ja im Winter auch ein und dann ist immer ziemlich schlecht. Aber wir können da hinten schon sehen, wo weniger Schnee jetzt auch ist. Da ist auch Asphalt und da sieht es besser aus. Also ja, hier werden wir uns hier wieder hochkämpfen müssen. Aber da hinten hoffen wir mal, dass es gut ist. Aber wir werden hier so ein Auge drauf halten, dass wir nicht irgendwo jetzt runterfahren, was mega steil und schlecht ist, wo wir dann nie wieder hochkommen. Weil dann bleiben wir für immer in Ladakh. Auch vielleicht okay, aber oh, was war das denn? Wir haben jetzt übrigens auf Netflix Our Planet 2, heißt das so? Ja. Our Planet 2 mit David Attenborough gesehen. Das ist immer sehr inspirierend. Deswegen wollte ich euch auch ein bisschen was erzählen, aber ich habe leider nicht so viel Ahnung. Aber da grast ein tolles Yak, sieht richtig schön aus, so weiß und flauschig. Und da hinten sitzen auf den Steinen, wo denn jetzt? Da so Murmeltiere, das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, toller Ort hier wieder, ne? Mehr kann ich euch leider nicht dazu erzählen. Also wir lieben ja Kamele schon, aber Yaks finde ich auch richtig toll. Also werdet ihr wahrscheinlich immer, wenn wir jetzt Yaks sehen, die auch sehen. Und wer schon mal in Schottland war, Entschuldigung, die Höhenkrankheit, ey, oder die Höhe, man merkt voll wieder, dass hier weniger Sauerstoff ist. Wer schon mal in Schottland war, kennt bestimmt auch Highland Cows. Die fand ich da schon immer richtig toll. Und Yaks sind ja so ähnlich. Einfach so flauschige Kühe. Die sind schon richtig süß. Und es ist schon cool, die dann hier so einfach rumlaufen zu sehen. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes, als wenn die irgendwo gehalten werden mit Zäunen und so. Deswegen, ja, immer wenn wir eins sehen, seht ihr es auch. Da sind die Murmeltiere, Leute. Geil. Oh. Geil. Hier rechts. So, wir machen jetzt unsere Frühstückspause im Buddha Park. Hier, das haben wir schon vorher auf der Karte gesehen und wollten hier halten. Leider ist da irgendwie ein Tor vor.
Deswegen konnten wir da jetzt nicht reinfahren. Haben wir jetzt so blöd an der Straße geparkt und laufen jetzt mit unserem geschmierten Brot dahin. Das ist so krass. Ja. Zolding Buddha Park. Leute, Indien macht es uns nicht leicht. Wir wollen uns auch gar nicht die ganze Zeit über die gleichen Dinge beschweren, weil sie werden sich nicht ändern. So der Verkehr und das Gehupe und wie komisch die Leute einfach fahren. Und jetzt sind wir hier mitten in der Wüste, wo man denkt, Natur geil. Und jetzt gibt es hier diese ganzen Freizeitangebote, weil es reicht ja nicht einfach nur die Natur anzugucken, sondern du musst auch Rafting, Go-Kart fahren, Kamele reiten wahrscheinlich. Weiß ich nicht, was wir alles noch nicht gesehen haben, was es auch gibt. Naja. Jetzt sind wir hier, müssen nochmal Wasser auffüllen und hoffen, dass wir es dann zu einem guten Stellplatz schaffen, weil es war jetzt auch bis jetzt echt ein langer Tag und wir sind ganz schön fertig. Oh je. Warte auf, Das ist aber tief. so schon das lustigste Wasserholen ever. Hashtag Vanlife. Für uns war der Tag inzwischen schon ziemlich lang und um uns erstmal etwas zu erholen, haben wir einen Platz zum Parken an einem Schotterweg abseits der Hauptstraße gefunden. Lustigerweise war es genau dem einer der unzähligen Freizeitangebote, die man hier machen kann. Anscheinend fährt man aber die Seilbahn nicht ganz bis zum Ende, sondern muss das letzte Stück von einem Quad gezogen werden, um wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Also schon lustig, wo wir hier gelandet sind. So haben wir es uns aber eigentlich nicht vorgestellt. Oh, kalt auf jeden Fall. Und sehr sandig. Trotz des ganzen Tourismus war es aber immer noch eine tolle Landschaft in einer der nördlichsten Ecken von Indien im Dreiländereck zwischen Pakistan und China. Und mal die Frage an alle anderen, die auch irgendwie mit dem Camperzelt oder wie auch immer wild campen gehen. Kennt ihr das? Man kommt an einen Ort und denkt so, hier ist schön und ruhig. Und wir sind hier auch angekommen, ne, sind hier ein bisschen rumgelaufen, haben uns einen Platz gesucht, dann dahin geparkt und so weiter, umgeparkt. Das Ganze hat bestimmt eine halbe Stunde gedauert und in der Zeit war hier niemand, nichts ist hier lang gefahren. Und dann kurz darauf kommen jetzt irgendwie alle 10 Minuten hier diese Fahrzeuge mit diesen lustigen Gummibooten hier vorbei. Also das haben wir echt schon oft gehabt. Man kommt so an, voll ruhig, man denkt, oh, hier kommt niemand hin. Und ja, eine Stunde später, ganze Zeit hin und her. Na, vielleicht kennt ihr das ja auch. An diesem neuen Tag in Indien. Wir sind wieder extra früh losgefahren. Der Verkehr ist dementsprechend nicht so krass. Und die Leute sind ganz nett. Also wir sind bisher ein paar Mal positiv überrascht worden. Wir versuchen jetzt einfach nochmal ein Stück weiter zu fahren, einen schönen Stellplatz zu finden. Kommen gleich nochmal in ein Dörfchen, mal gucken, ob wir da nochmal was einkaufen. Und haben herausgefunden, dass die UV-Strahlung hier total krass ist. Und wir sind echt überrascht, wie heiß das hier ist. Also gestern war ja auch 32 Grad, heute Morgen ist es auch schon ganz schön warm. Naja, da müssen wir jetzt durch.
was ja auch interessant ist. Also erstmal ist ja das Fahrverhalten hier ganz anders, aber auch die Zeichen, die man im Verkehr gibt. So zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo warte und jemanden durchlassen würde, dann würde ich ja Lichthupe machen. Ne? Aber hier ist Lichthupe halt, geh aus dem Weg, fahr den Abhang runter, ich komme, ich habe Vorfahrt zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt an den Rand fahre, dann würde ich ja jetzt hier blinken, wo ich hinfahre. Aber hier ist Blinken meistens, sagt man damit, was die anderen machen sollen. Das heißt, wenn ich jetzt rechts blinke, dann meine ich damit, fahrt rechts an mir vorbei. Und ich würde ja, also, ist auch immer unterschiedlich. Es kann heißen, ich fahre nach rechts, fahrt rechts vorbei oder, Achtung, rechts ist Gefahr. Also man weiß es immer nicht. Also es ist immer sehr, ja, interessant und ein bisschen verwirrend alles. Weil Mariano ja immer schon so fleißig hier die Gebetsmühlen schwingt, wollte ich euch noch mal erzählen, warum man das überhaupt macht. Und zwar sind hier immer Mantras und quasi Gebete drin, die, wenn man das dreht, in die Welt, also man betet die damit quasi oder ja, nennt diese Mantras. Man soll aber auch gleichzeitig, wenn man so eine leichte Bewegung macht, psychische und physische Kraft miteinander verbinden und dadurch, dass man nur so einen Mini-Aufwand macht, reicht es dann schon. Also es ist halt besser als gar nicht, sich physisch zu betätigen, weil im Buddhismus halt Körper und Geist beides gleichermaßen gesund und gut sein muss, damit man zur Erleuchtung findet. Um vielleicht nicht direkt die Erleuchtung zu finden, uns aber auch etwas zu bewegen, haben wir bei der Gebetsmühle links rein in einem kleinen Tal einen Parkplatz gefunden und sind einfach mal drauf losgelaufen. Die Straße war nämlich ziemlich schlecht, aber etwas Bewegung tut ja nach dem vielen Fahren und dann wieder vom Fahren erholen auch mal gut. Ja, wir vertreten ja auch die Meinung, dass man nicht immer überall hinfahren muss mit seinem Auto. Und gerade bei uns, wenn wir jetzt da nicht hinkommen, dann parken wir halt und laufen ein bisschen. Ja. Wir haben jetzt die Höhle gefunden, jetzt müssen wir da nur noch hochklettern. Die Höhle war eine gute Chance, sich kurz etwas abzukühlen, weil obwohl wir hier auf 3.500 Meter Höhe die ganze Zeit unterwegs sind, ist es doch ziemlich heiß, besonders wenn die Sonne scheint. Das haben wir vorher ehrlich gesagt nicht wirklich erwartet. Das Klimadiagramm im Reiseführer stimmt auf jeden Fall nicht mehr. Und der Wetterbericht sagt komischerweise auch immer, dass es eigentlich 10 Grad kühler sein sollten, als es in Wirklichkeit ist. Okay, wir haben jetzt irgendwann entschieden, dass wir jetzt nicht mehr weiterlaufen, weil das haben wir uns schon gedacht. Man läuft die ganze Zeit so ein Tal entlang und es geht auch immer stetig bergauf. Also wir sind ein paar hundert Meter hochgelaufen. Und es ändert sich jetzt nicht so sehr. Und dann noch 5 Kilometer weiter kommt dann irgendwann ein Dorf oder so. Keine Ahnung, wie das ist, aber wir müssen ja auch noch mal wieder zurücklaufen. Deswegen sind wir jetzt hier auf halber Strecke mal bei so einem großen Felsen im Schatten angehalten und essen jetzt hier unser Mittagessen. Wir sind nämlich richtig schlau und haben das vorbereitet. Wir haben hier unser Gaskocher und so mitgebracht Und haben das, was wir immer beim Camping oder wenn wir unterwegs sind und den Campingkocher dabei haben, mitgenommen. Und zwar so Fertignudeln. Also wir haben einmal Mario Masala Nudeln, nicht so sehr zu empfehlen, es hat auch nichts mit Italien oder irgendwas zu tun. Und dann haben wir hier Wai Nudeln, die sind besser, da kann ich hier jetzt auch mal hier anfangen reinzutun. Sind die Nudeln schon gewürzt. Und dann gibt es dazu ja immer, wie viel ist denn hier drin? Ui, guck mal, eine Gewürzmischung, Fett und weil wir in Indien sind, Chili. Die Nudeln sind fertig, also gönnen wir uns jetzt hier unser Mittagessen. Und das günstigste, was man in jedem Restaurant hier eigentlich bekommt, ist Maggi. Und das ist dann genau diese Fertignudeln. Also da machen die in dem Restaurant dir das fertig. Aber ja, ist wahrscheinlich auch super günstig. Und man kann da wohl dann auch noch Gemüse oder Fleisch oder so dazu bestellen, dass man das ein bisschen aufwertet. Aber finden wir ganz witzig, dass diese kleinen Packungen halt angeboten werden in einem Restaurant. Und diese Packungen sind halt von Maggi und Maggi gehört ja zu Nestlé und generell auch wenn wir uns mal einen Saft gönnen oder so, sieht man dann da hinten drauf immer, dass das halt entweder von Coca-Cola, Pepsi oder Nestlé ist oder so. Und wir finden so große Unternehmen ja so ein bisschen ungeil, genauso wie die ganze Plastikverschwendung, die da irgendwie mit hergeht. Deswegen essen wir halt immer Momos, weil die sind echt meistens selbst gemacht und so unterstützt man dann wirklich die lokalen Leute.
Aber es tut echt gut, mal wieder so einen Tag zu haben, wo man weg vom Internet ist, weg von irgendwie Zeitstress oder so und einfach nur so im Jetzt ist und sich auch körperlich mal ein bisschen mehr betätigt und so. Ich merke so richtig, wie ich ein bisschen entspannen kann und runterkomme dabei. Auch wenn ich ganz schön K.O. dann ins Bett fallen werde später, weil anstrengend ist es auch ein bisschen. Yeah, wir sind zurück und wir haben im Van 40 Grad. Hochsommer im Himalaya. Uiuiui, das ist aber heiß hier. Naja, immerhin ist der Fluss in der Nähe, das heißt, man kann sich auch immer abkühlen. Das ist eigentlich dann ganz gut. Vielleicht springe ich ja gleich doch nochmal rein, dann ist es hier drin angenehmer. Okay, wir waren gerade beim Pizzabacken und dann ist hier so eine deutsche Reisegruppe mit einem Mönch als Tourguide Der aber in Gießen vorbeigekommen. wohnt. Ja, der konnte auch Deutsch. Die haben uns eben zum Tee eingeladen und die waren super interessiert an, ne, wie wir das machen, was wir machen und so weiter. Hatten 1000 Fragen, aber die hatten alle nicht so viel Zeit. Die sind jetzt nämlich irgendwie, haben noch mehr Termine und müssen irgendwie weiter. Wie Und das bei so Touren ist, ne? ja, Aber übernachten auch irgendwie im Kloster. Aber jetzt wollten alle nochmal den Van sehen. Und deswegen warten jetzt alle hier und wir halten den Verkehr auf, weil unser Van so interessant ist. Ja, aber es war richtig lustig. Sowas ist ja mal so zufällige Begegnungen und dann lernt man mal was und so. Ja, voll. Und ja, wir haben noch ein paar Tipps bekommen und so weiter. Also es war jetzt echt wieder auch inspirierend und so, weil einer der Typen, der die Reise auch mitleitet so ein bisschen, war in den 70ern mal hier Vor und auch mit 50 dem Jahren. Fahrrad und so. Also Lee war da noch ein Dorf, hier war kein Tourismus, gar nichts. ja, Also schon krass, wie sich das verändert hat. voll. Es haben 1000 Leute auch Fotos von unserem Van gemacht und der war gar nicht vorzeigebereit. Aber so ist das reale Leben, ne? Da sieht man direkt, wie wir hier kochen und so. Ja. Jetzt geht's weiter mit Pizzabacken. Heute war so ein richtig perfekter Reisetag. Also es gibt ja wirklich viele Tage, die uns vor allem hier in Indien sehr herausfordern, wo wir hinterfragen, warum machen wir das alles eigentlich? Aber heute war es einfach so schön. Wir sind hier angekommen, wir haben irgendwie ein bisschen die Natur entdeckt, wir waren schwimmen, es gab gutes Essen, jetzt hatten wir noch so eine lustige Interaktion mit anderen. Also so Tage wie diese, wo einfach alles schön ist, gehören auch dazu, zum Glück. Sonst würden wir das Ganze ja nicht machen. Wir dachten ja, hier kommt niemand vorbei, aber jetzt kamen die nächsten 3 indische Touris aus Gujarat und die waren ganz nett und haben gefragt, so, hey, braucht ihr irgendwas? Alkohol, Wein? Wir so, nee, danke. Und dann ist uns eingefallen, Gujarat ist ja der Bundesstaat, in dem es keinen Alkohol gibt. Und dann haben wir die gefragt, hey, ihr seid ja aus Gujarat, da gibt es keinen Alkohol. Und dann mussten erstmal alle lachen. Bei einem Abendspaziergang haben wir zufällig noch einen Mann kennengelernt, der aus der Gegend kommt und uns noch viel zu der buddhistischen Kultur erklären konnte. Zu den Buddha-Statuen, Stupas, Tempeln und viel mehr. Und diese Schals haben wir auch schon sehr oft hier gesehen. Und er hat uns das so erklärt, ne, wenn wir bei uns in unserer Kultur jemandem Blumen geben würden oder irgendwo Blumen hinlegen würden, so wie zum Beispiel jetzt hier bei dieser sehr alten Buddha-Statue. Wenn man hierher kommt, dann würden wir jetzt Blumen hinlegen, aber das macht man jetzt hier nicht. Man hat halt immer diese Schals und bindet die dann da dran. Oder auch bei einer Hochzeit und so halt immer so, ja, so eine Aufmerksamkeit. Oder meint auch, wenn man jetzt zum Beispiel, ne, man kennt das ja in Hawaii, da kriegt man diesen Hawaii-Kranz. Hier kriegt man halt dann so ein weißes Tuch dann umgebunden. Oder aus Bhutan oder diesen anderen buddhistischen Ländern, da kennt ihr das vielleicht auch her. Aber das ist das und deshalb sieht man das hier so oft. Das Lustigste ist ja, dass all die Leute, mit denen wir heute Kontakt haben, wahrscheinlich wie die Irren im Straßenverkehr fahren. Und hätten wir die so an der Straße, auf der Straße getroffen, hätten wir uns wahrscheinlich nur über sie aufgeregt. Aber naja, es war jetzt echt wirklich schön, mit all diesen Leuten zu quatschen. Und der Typ eben fährt natürlich auch im Winter in den Süden. Eine Info haben wir noch für euch am Abend, und zwar diese deutsche Reisegruppe, die wir getroffen haben. Die gehören alle zu so einem Projekt, das nennt sich Himalaya Haus. Und auch dieser Mönch oder Lama heißt es dann irgendwann, also ab einem bestimmten Grad, das müssen wir uns nochmal zu informieren. Der gehört auch zu diesem Projekt, also ein deutsches Projekt. Und die sammeln halt Spenden, um hier Waisenhäuser und Schulen zu bauen und vermitteln halt Patenschaften für Waisen und Kinder aus benachteiligten Familien und Klöstern. Und dieser Lama ist halt hier in einem Kloster gar nicht so weit von hier aufgewachsen und ist jetzt Teil dieses Projekts. Und ja, das war ganz spannend und die bauen jetzt gerade in Leh wohl auch so ein Waisenhaus.
Danke erstmal fürs Zuschauen. In der nächsten Folge fahren wir in eine Sandwüste, die gleich um die Ecke ist und entdecken dort etwas, was wir eigentlich nicht erwartet hätten. Das und mehr aus dieser weit entfernten Ecke der Welt im nächsten Video. Jules und Grüße aus den Bergen.